28.000 € Zuschuss als Sondertilgung für deine Baufinanzierung vom Arbeitgeber und vom Staat. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Reihe Wohnen und Investieren. Heute erzähle ich euch, wie ihr 28.000 € als Zuschuss, als Sondertilgung in eure Baufinanzierung reinfließen lassen könnt. Wie bekommen wir das hin? Indem wir uns heute darüber unterhalten, was das 5. Vermögensbildungsgesetz 1965 mit verabschiedet hat. Nämlich die sogenannten vermögenswirksamen Leistungen. Was sind vermögenswirksame Leistungen, worum handelt es sich dabei und wie kannst du sie für dich nutzen? Das zeige ich dir jetzt in einem 5-Schritte-Plan. Schritt Nummer 1. Du solltest dich unbedingt bei deiner Personalabteilung, respektive beim Betriebsrat, informieren, ob du überhaupt in Frage kommst, die vermögenswirksame Leistung zu beziehen. Vermögenswirksame Leistung ist ein freiwilliger Zuschuss vom Arbeitgeber, maximal 40 € im Monat. Du kannst es aber auch beispielsweise, wenn der Arbeitgeber 20 € gibt, mit weiteren 20 € auf 40 aufstocken. 20 Millionen Berechtigte gibt es in Deutschland und davon haben ungefähr 6 Millionen keinen Vertrag, bekommen also keine Geschenke vom Arbeitgeber. Warum? Nicht nachgefragt. In den meisten Fällen zumindest. Es kann aber auch sein, dass der Arbeitgeber einfach diese freiwillige Zahlung nicht gewährt. Aber wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Von daher einfach mal zur Perso, zum Betriebsrat oder zum Chef direkt und fragen, Mensch, kann ich nicht auch die 40 € von dir zum Sparen für mich für später dazu bekommen? Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, einen Vertrag zu wählen. Man bekommt die VL nicht einfach so aufs Konto gut geschrieben oder in der Gehaltsabrechnung mit drauf, sondern ihr müsst einen Vertrag dafür abschließen. Früher, auch in meinem Klientel, war es ganz oft der Fall, dass Bausparverträge, die je nach Definition sinnvollste Variante waren, heute ist es nicht mehr der Fall. Warum ist es heute nicht mehr der Fall? Weil es keinen Guthabenzins mehr gibt. Wenn ihr heute einen normalen Bausparer abschließt, habt ihr einen Guthabenzins von 0,05, 0,1, vielleicht eine 0,25, wenn ihr Glück habt. Allein die Inflation und die Kosten dieses Vertrages werden das schon wieder auffressen. Das heißt, Bausparverträge sind gar nicht so klug an der Stelle, es sei denn, dass ihr eine Wohnungsbauprämie beantragen könnt, aber anderes Kapitel. Wir wollen uns heute mit dem Thema Fondsdepot auseinandersetzen. Das heißt, man kann vermögenswirksame Leistung, diese 40 €, in ein Fondsdepot sparen. Das überweist der Arbeitgeber direkt in dieses Depot. Unabhängig davon, was für eine Depotbank wir jetzt wählen und welche Fonds und so weiter und so fort, somit sichert ihr euch erstmal die 480 € im Jahr vom Arbeitgeber und bekommt über die sogenannte Arbeitnehmersparzulage noch was on top. Aber dazu gleich mehr. Also Punkt Nummer 2, Vertragsart wählen. Mein Vorschlag für euch, wählt ein Fondsdepot. Schritt Nummer 3, jetzt schauen wir uns die Sparzulage an. Es gibt ja Sparmöglichkeiten in Deutschland, die vom Staat auch gefördert werden. Da wir uns für ein Fondsdepot entschieden haben und für keinen Bausparvertrag, fällt die sogenannte Wohnungsbauprämie schon mal weg. Was bleibt, ist die Arbeitnehmersparzulage. Wenn wir ein Fondsdepot eröffnen und das zu versteuernde Einkommen nicht zu verwechseln mit dem Bruttogehalt bei einem verheirateten Paar unter 40.000 € im Jahr liegt, dann kann dieses Paar eine Zulage bekommen, die Arbeitnehmersparzulage, von 20% auf die eingezahlten Beiträge. Das bedeutet, wenn ich 480 € im Jahr vom Chef dort reingezahlt bekomme, ohne dass ich selber was dazugeben muss, bekomme ich nochmal 96 € geschenkt vom Staat obendrauf. So errechnet sich die Sparzulage. Das ist Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4, logisch als nächster Step, muss ich diesen Vertrag auch abschließen. Dafür braucht ihr einen Berater, der euch informiert darüber, der euch berät, welches Depot macht am meisten Sinn, in welche Fonds packen wir das rein. Da sucht ihr euch jemanden am Markt und wenn ihr keinen findet, kommt ihr einfach zu uns. Das ist also der 4. Punkt, den Vertrag abschließen. Der 5. Punkt ist dann, wenn der Vertrag läuft, respektive einen Schritt vorher vielleicht, schauen, ob ich diese Sparleistung vom Chef eventuell aufstocke.
Beamte beispielsweise bei uns bekommen 6,65 € von ihrem Dienstherrn jeden Monat geschenkt. Je nachdem, wie die Einkommenssituation jetzt ist, rate ich immer dazu, diese 6,65 € aufzustocken, freiwillig auf 40 €, um die Arbeitnehmer Sparzulage mitzunehmen, je nach Einkommensgrenze. Das heißt, es kann sinnvoll sein, diesen Vertrag aufzustocken, um dann dementsprechend die volle Förderung auch mitzunehmen. Das wäre Schritt Nummer 5. Also, erstens, ab zur Perso, fragen, ob ihr berechtigt seid, eine vermögenswirksame Leistung zu erhalten und in welcher Höhe natürlich. Zweiter Step, überlegen, welche Vertragsart ich wähle. In dem Fall optimalerweise ein Fondsdepot, weil da einfach am meisten Rendite bei rumkommt. Schritt Nummer 3, Sparzulage berechnen, damit ihr auch wisst, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Schritt Nummer 4, den Vertrag abschließen und Schritt Nummer 5, gegebenenfalls die Sparrate nochmal anpassen. Dann läuft dieses Depot und in dem Fall läuft es jetzt 6 Jahre zum Sparen und 1 Jahr zum Ruhen. Ab dem 7. Jahr kann man sich die Geschichte auszahlen lassen und beispielsweise dann als Sondertilgung in seine Baufinanzierung einfließen lassen. Rechnen wir das mal Pi mal Daumen auf. Ich habe ja so einen kleinen Spickzettel aufgemalt, damit ich die Zahlen auch richtig wiedergebe. Also, jetzt machen wir es konkret. Wie komme ich zu den 28.000 €? Wir haben ein verheiratetes Paar. Ledig, mit Kinder, ohne Kinder, erstmal, also mit Kinder, ohne Kinder, erstmal völlig egal. Verheiratet. Beide nutzen die vermögenswirksamen Leistungen und bekommen 40 € vom Chef geschenkt in ein Fondsdepot. Jetzt läuft diese Baufinanzierung in der Regel ja 30 Jahre. Die einen sind ein bisschen früher fertig, die anderen ein bisschen später, je nachdem, was hier von der Zinsbindung wählt und für ein Konzept auch dahinter steckt. Das heißt, wenn ich 7 Jahre für einen Turnus habe bei der VL und das auf 30 Jahre ziehe, kann ich also 4-mal dieses Spielchen spielen. Bedeutet 480 € im Jahr plus die Zulage. Das Ganze mal 6 Jahre, weil wir ja nur 6 Jahre sparen. Dann lasse ich es 1 Jahr lang ruhen, lasse mir das auszahlen, das Geld, und tilge es sonder in die Baufinanzierung. Zum Beispiel. Das Ganze mache ich 4-mal, dann habe ich die 14.000 € voll. Nämlich in Zahlen 480 plus die Arbeitnehmersparzulage und das Ganze auf die 6 Jahre gesehen sind 3.500 €. Und das dann dementsprechend 4-mal, weil es in die 30 Jahre reinpasst, sind 40.000 €. Da der Partner das genauso macht, bin ich bei 28. Worauf gilt es zu achten? Es gilt darauf zu achten, dass wir die Einkommensgrenzen einhalten. Das heißt, bei ledigen, bei Fonddepots 20.000 zu versteuern, bei Verheirateten 40.000 zu versteuern. Dann müssen wir gucken, was gibt der Chef dazu, in welcher Höhe, müssen wir es vielleicht anpassen. Unabhängig davon, ob ihr jetzt eine Baufinanzierung habt und dieses Thema als Sondertilgung mit reinfließen lasst oder nicht, macht es auf jeden Fall Sinn, mal zum Chef zu gehen und zu fragen, ob ihr diese Sonderleistung von ihm bekommt. Denn momentan liegt es halt bei vielen noch rum, ohne dass sie wissen, dass der Chef es gewährt. Und der Chef kommt nicht proaktiv auf euch zu, sondern ihr dürft in dem Fall nachfragen, wie es aussieht. Also, wie ich finde, ein ganz, ganz cooles Gimmick, wie man richtig schön ein paar tausend Euro zusammenbekommt nochmal als Sondertilgung für eure Baufinanzierung. Und das können wir dementsprechend einbauen in das Konzept. Ich wünsche euch maximalen Erfolg dabei, sende ganz, ganz liebe Grüße aus dem hohen Norden und ich freue mich aufs nächste Video mit euch gemeinsam. Ciao, ciao, euer Björn. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich habe dir bereits hier auf der rechten Seite ein neues Video reingestellt, was ideal darauf aufbaut, auf dem, was du gerade gesehen hast. Und wenn du nie wieder Informationen verpassen möchtest zum Thema Baufinanzierung und Immobilien, abonniere meinen Kanal und bekomme immer als erster exklusiv die Informationen reingespielt. Dir alles Gute, alles Liebe aus dem Norden und bis bald, dein Björn Scherer. Ciao, ciao.